Deutsch lernen durch Hören. Feierabendbier. Nico hatte heute einen schweren Arbeitstag. Sein Chef war unfreundlich, er hatte zu wenig Zeit und seine Kollegen hatten auch schlechte Laune. Er hat 3 Überstunden gemacht und insgesamt 12 Stunden gearbeitet. Der Bus nach Hause braucht viel zu lang, Nico will nur mehr in sein Bett. Als er zu Hause ankommt, sitzt sein Mitbewohner Hannes am Küchentisch. »Hallo, du schaust aber müde aus«, sagt er ihm. Nico antwortet aber nicht. »Ich habe für mich zu viel gekocht. Falls du etwas essen magst, dann ist es im Kühlschrank.« Nico schüttelt den Kopf. »Ich brauche ein Feierabendbier. Magst du auch eines?« Sein Mitbewohner sagt niemals Nein zu Bier. Das Bier nach der Arbeit bedeutet für Nico Entspannung. Mit ihm kann er den harten Arbeitstag vergessen. Nico setzt sich zu seinem Mitbewohner an den Tisch. Zuerst reden sie nicht. Doch dann entspannt sich Nico langsam. Er fragt Hannes, wie sein Tag war. »Scheiße«, antwortet er, und Nico nickt. »Dann können wir zusammen nicht über die Arbeit reden«, sagt er, und beide sind glücklich. Dafür erzählt Hannes von dem Date, das er gestern hatte. »Diese Frau wusste, dass ich Polizist bin. Trotzdem hat sie 10 Minuten schlecht über Polizisten geredet. Warum macht man sowas?« Laut lachen die beiden. »Aber Manuela, die ich letzte Woche getroffen habe, ist toll. Wir haben uns am Ende sogar geküsst.« Nico freut sich für seinen Mitbewohner. Er holt sich noch ein zweites Feierabendbier und auch das Essen, das im Kühlschrank steht. Bis 11 Uhr sitzen die beiden zusammen am Küchentisch. Danach schläft Nico sofort ein. Das Feierabendbier macht jeden Tag besser. Work and Travel. Lisa hat vor kurzem die Schule beendet. Sie überlegt, was sie nun tun möchte. Studieren gefällt ihr nicht so gut und eine Ausbildung möchte sie auch noch nicht beginnen. Sie will vorher lieber noch die Welt erkunden. Lisa hat sich deshalb dazu entschieden, für ein Jahr nach Australien zu fliegen und dort Work and Travel zu machen. Das kostet zwar viel Geld, man kann dadurch aber auch eine Menge tolle Erfahrungen machen. Es bietet die Möglichkeit, das Land zu erkunden und gleichzeitig ein wenig Geld zu verdienen. Außerdem kann Lisa so sehr gut ihr Englisch verbessern. Bevor es losgeht, muss sie erst ein Visum beantragen. Danach fliegt sie mit dem Flugzeug von Frankfurt nach Melbourne in Australien. Nun beginnt ihr eigenes Abenteuer. Australien sieht wirklich unglaublich schön aus. Sie staunt über die riesige Wüste und die vielen besonderen Tiere. Ihre beiden Lieblingstiere sind Koalas und Kängurus. Lisas erster Job findet auf einer kleinen Farm statt. Dort hilft sie beim Ernten von Obst und Gemüse. Als Ausgleich darf Lisa auf der Farm wohnen und bekommt kostenloses Essen. Die Arbeit ist sehr anstrengend, aber macht auch viel Spaß. Lisa findet schnell viele neue Freunde. Nach einiger Zeit möchte sie weiterreisen. Ihr nächstes Ziel ist Sydney. Sie wird dort als Aushilfe in einem Hotel arbeiten.
Später möchte sie noch weiter in den Norden nach Mackay reisen. Lisa kann es kaum erwarten. Es war eine gute Entscheidung, nach Australien zu fliegen. Lisa wird die Zeit hier nie vergessen. Grillverbot. Es ist Wochenende. Alex und Tom möchten das gute Wetter nutzen. Sie überlegen, was sie unternehmen können. »Lass uns in den Park gehen«, schlägt Alex vor. Tom nickt. »Das ist eine gute Idee. Wir können auch noch unsere anderen Freunde einladen.« Alex ruft sofort Nina und Paul an. Die 4 Freunde fahren mit dem Fahrrad in den Stadtpark. Aufgrund des guten Wetters ist sehr viel los. Die Freunde spielen Fußball und hören Musik. Nina hat sich ein Buch mitgebracht. Nach einiger Zeit wird es Mittag. Paul bekommt langsam Hunger. »Wollt ihr auch etwas essen?« fragt er die anderen Freunde. Alle nicken. »Wir könnten etwas grillen. Ich habe einen Minigrill dabei«, schlägt Tom vor. Doch Nina schüttelt den Kopf. »Das geht nicht. Wir sind in einem Park. Hier ist das Grillen nicht erlaubt.« »Oh, wieso das denn?« fragt Paul erstaunt. Nina erklärt es ihm. »Hier gibt es sehr viel trockenes Gras und viele Bäume. Es kann leicht zu Bränden kommen. Deswegen sollte man hier nicht grillen.« Alex nickt. Die Freunde entscheiden sich daher für eine Pizza. Es gibt einen kleinen Pizzaladen direkt um die Ecke. Sie laufen schnell hin und bestellen 4 Pizzen. Die schmecken wirklich gut. Die Freunde setzen sich auf die Picknickdecke und genießen ihre Pizza. »Dann grillen wir eben nächstes Mal bei mir zu Hause«, sagt Paul. »Das ist eine tolle Idee. Dort ist das Grillen auch kein Problem«, antwortet Nina. Langsam wird es dunkel. Die Freunde verabschieden sich voneinander und machen sich wieder auf den Heimweg. Das war ein schöner Tag. Wohnen auf dem Wasser. Vor 2 Jahren hat Ingrid einen großen Schritt gewagt. Sie hat ihre Wohnung gekündigt und sich ein kleines Boot gekauft. Seitdem wohnt sie auf dem Wasser. Sie kann fahren, wohin sie möchte. Zurzeit fährt sie mit ihrem Schiff auf dem Mittelmeer umher. Die Nächte verbringt Ingrid in einem Hafen. Die restliche Zeit verbringt sie auf dem Wasser. Ingrid nutzt die Zeit, um zu angeln, schwimmen zu gehen oder zu lesen. Nur zum Einkaufen muss sie das Boot verlassen. Doch sie ist nicht oft allein. Ihre Freunde besuchen sie regelmäßig auf ihrem Boot. Dann sitzen sie gemeinsam auf dem Schiff und betrachten das Meer. Sie trinken Wein, essen Kuchen und unterhalten sich über verschiedenste Themen. Die Besucher können auch auf Ingrids Boot schlafen. Dafür hat sie extra 2 weitere Betten in ihrem Boot. Es gibt sogar einen Fernseher, eine Küche und ein Bad. Das Schiff sieht im Inneren aus wie ein kleines Haus. Im Winter ist es jedoch oft sehr kalt auf dem Meer. Deshalb zieht Ingrid über den Winter zu ihrer Schwester in die Stadt. Dort bleibt sie so lange, bis es wieder wärmer ist. Die Zeit in der Stadt nutzt sie zum Nachdenken, wohin sie als nächstes fahren möchte. Nach einiger Zeit wird es endlich wieder wärmer. Dann lichtet sie den Anker und fährt wieder mit ihrem Boot los. Dieses Jahr möchte Ingrid den Atlantik erkunden.
Mein Lieblingsfest. Emma steht vor dem Riesenrad und schaut nach oben. Sie hat einen Becher voll Apfelsaft in ihrer linken Hand. Ihr Freund Matthias steht neben ihr und hält ihre rechte Hand. Ihre Handfläche ist etwas nass. Der Schweiß ist da, weil Emma Angst hat. Schon als kleines Kind hatte sie Angst vor Riesenrädern. Auch als Erwachsener fürchtet sich Emma immer noch davor. »Wir müssen nicht fahren. Wenn du willst, gehen wir in das große Zelt da drüben und essen eine Weißwurst«, sagt Matthias ruhig. Doch Emma gibt nicht auf. »Nein«, sagt sie, »ich schaffe das. Ich möchte mit dem Riesenrad fahren. Ich will diese Angst nicht mehr haben.« Matthias umarmt Emma. »Es ist okay, Angst zu haben«, sagt er. Emma schaut zu den Menschen, die gerade in die Gondeln des Riesenrades steigen, und entdeckt ein kleines Kind mit seinem Papa. Emma schämt sich. Ein kleines Kind fährt mit dem Riesenrad, aber sie hat zu große Angst. Matthias küsst sie auf die Stirn. »Komm«, sagt er und will zum Zelt gehen. Emma bleibt fest am Boden stehen. »Geh schon vor, Matthias, ich komme auch gleich«, sagt sie und küsst ihn auf die Wange. Matthias ist etwas verwirrt, aber er geht allein ins Zelt. Um Emma herum sind viele Leute. Das Fest gibt es jedes Jahr in Emmersdorf. Jedes Jahr sieht sie das Riesenrad und jedes Mal hat sie zu große Angst. Emma schaut nochmal zum Riesenrad hoch, sie atmet tief ein und geht zum Eingang. Die Gondel kommt und Emma will doch nicht mehr fahren, aber es ist zu spät. Hinter ihr stehen viele Menschen, die sie in die Gondel drücken. Emma hat unglaubliche Angst. Die Gondel bewegt sich und das Mädchen schließt ihre Augen. Sie zittert ein bisschen. Nach ein paar Momenten öffnet Emma ihre Augen und ist erstaunt. Sie ist ganz oben auf dem Riesenrad. Es ist so schön hier. Sie sieht sogar ihr eigenes Haus. Emma ist plötzlich ruhig und voll Frieden. Alle Angst ist weg. Nachdem die Fahrt vorbei ist, steigt Emma aus. Sie läuft schnell zu Matthias, um ihm von dem Erlebnis zu erzählen. »Komm, Matthias, ich will mit dir gemeinsam fahren.« Emma freut sich darauf, nochmal mit dem Riesenrad zu fahren. Einen grünen Daumen haben. Endlich ist Wochenende. Ich möchte die Zeit nutzen, um meine Wohnung schöner zu machen. Bisher stehen nur wenige Möbel darin. Ich brauche etwas zum Dekorieren. Gerne würde ich mir einige Pflanzen kaufen, aber leider habe ich überhaupt keinen grünen Daumen. Das heißt, dass alle Pflanzen bei mir immer nur sehr kurz leben. Entweder gieße ich sie zu oft oder zu selten. Letztes Jahr hatte ich mir eine kleine Palme gekauft. Doch schon nach wenigen Monaten war sie vertrocknet. Meine Freundin Lisa ist das komplette Gegenteil von mir. Sie hat einen grünen Daumen. Ihre ganze Wohnung ist geschmückt mit wunderschönen Blumen. Manchmal beneide ich sie deswegen. Sie hat mir schon ein paar Mal Pflanzen aus ihrer Wohnung geschenkt. Aber auch die haben bei mir nicht lange gehalten. Ich könnte meine Wohnung auch mit anderen Dingen dekorieren, zum Beispiel mit Bildern oder ein paar Kerzen. Eine Lichterkette wäre auch eine gute Idee. Doch das ist nicht das Gleiche. Mit Pflanzen sieht alles lebendiger aus. Ich hätte gerne etwas Grünes in meiner Wohnung. Vielen Leuten geht es so wie mir. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Ich habe mir nun einige Pflanzen aus Plastik gekauft.
Die sehen fast genauso schön aus, aber sie riechen leider nicht so gut. Dafür blühen sie das ganze Jahr lang und ich muss nichts dafür tun. Die perfekte Lösung für jemanden wie mich. Deshalb ist es nicht schlimm, dass ich keinen grünen Daumen habe. Gastfreundschaft. Nun ist es soweit. Der Urlaub von Markus beginnt. Dieses Mal möchte er zusammen mit seinem Kumpel Lukas eine Wandertour machen. Die beiden Freunde sind dafür nach Österreich gefahren. Sie wollen heute den Berg Wildspitze besteigen. Schon am frühen Morgen starten sie ihre Wanderung. Doch es gibt ein Problem. Kurz nachdem sie losgelaufen sind, fängt es stark zu schneien an. So können die beiden ihre Wanderung nicht fortsetzen. Sie brauchen eine Unterkunft. Markus entdeckt eine kleine Hütte. Schnell laufen sie dorthin und klingeln an der Tür. Eine kleine, alte Frau öffnet ihnen die Tür. Sie bemerkt das schlechte Wetter. »Kommt schnell rein, sonst erfriert ihr noch«, sagt die alte Frau. Markus und Lukas bedanken sich und betreten die Hütte. Hier drinnen ist es schön warm. Die Frau bringt ihnen sofort einen heißen Tee. Das tut gut. »Ich habe auch noch etwas Suppe. Möchtet ihr etwas davon essen?« fragt die Frau. Die beiden Freunde nicken. Sie haben wirklich großen Hunger. Die Frau lächelt und geht in die Küche. Nach kurzer Zeit kommt sie mit 2 Tellern Suppe zurück. Wow, die schmeckt gut. Markus und Lukas fangen sofort an zu essen. Die Frau sieht ihnen beim Essen zu. Sie freut sich über die unerwartete Gesellschaft. Gärtnerei. Lisa hat heute schlechte Laune. Sie braucht einen neuen Job. Aber sie weiß einfach nicht, was sie gerne machen möchte. In diesem Moment klingelt es an der Tür. Es ist ihre Freundin Nadine. »Hallo Lisa, wie geht es dir?« fragt sie. »Nicht so gut«, antwortet Lisa und erzählt ihr von dem Jobproblem. Nadine überlegt kurz. Dann sagt sie, »Du musst einen Job finden, der dir Spaß macht. Du hast bestimmt ein paar Hobbys.« Lisa denkt nach. »Ich kümmere mich gerne um meine Blumen«, sagt sie. Nadine lächelt. »Du solltest in einer Gärtnerei arbeiten«, sagt sie. Lisa ist überrascht. Das ist wirklich eine gute Idee. Sie liebt Blumen. So könnte sie ihre Arbeit mit ihrem Hobby verbinden. Gleich am nächsten Tag besucht Lisa die Gärtnerei im Dorf. Es gibt dort eine freie Stelle. Lisa redet mit der Verkäuferin Mona. »Du kannst gerne einen Tag hier arbeiten. Dann kannst du probieren, ob dir die Arbeit Spaß macht.« Lisa ist einverstanden. Sie bekommt Handschuhe und Arbeitskleidung von Mona. Dann geht es los. Zuerst erklärt Mona die Grundlagen. Lisa hört ganz genau zu. Dann darf sie selbst anfangen zu arbeiten. Die Arbeit in der Gärtnerei macht Lisa viel Spaß. Sie kümmert sich um das Obst und das Gemüse. Mit den Kunden kann sie viel über Blumen sprechen. Sie lernt auch vieles Neues über Pflanzen. Das ist der perfekte Job. Lisa möchte hier in Zukunft immer arbeiten. Später bedankt sie sich bei Nadine für die tolle Idee. Sie hat nun endlich eine Arbeit gefunden, die ihr Spaß macht.
bist so wild wie das Meer, so stürmisch wie der Wind. Du bist einfach unglaublich und manchmal wie ein Kind. Du bist wie ein Regenbogen, so facettenreich. Manchmal wie Blitz und Donner und dann der Sonne gleich. Das bist du, das bist immer wieder du. Das bist du, du bist ohne Rast und Ruhe. Das bist du, jetzt mein Leben so in Schwung. Das bist du, du hältst unsere Liebe jung. Du bist das Salz in meiner Suppe, die Paprika so scharf. Du bist süß wie Schokolade, manchmal bitter, manchmal zart. Du bist manchmal wie ein Kaktus, fährst deine Stacheln aus. Doch auch das lieb ich an dir, denn das macht dich eben aus. Das bist du, das bist immer wieder du. Das bist du, du bist ohne Rast und Ruhe. Das bist du, jetzt mein Leben so in Schwung. Das bist du, du hältst unsere Liebe jung. Das bist du, das bist du, das bist du, das bist du, das bist du. Das bist du, das bist du, das bist du. Der Karnevalsumzug. Paul und Marie haben heute viel zu tun. Sie haben vor, an einem Karnevalsumzug teilzunehmen. Dafür müssen sie noch ihre Kostüme basteln. Paul hat sich für ein Drachenkostüm entschieden und Marie verkleidet sich als Hexe. Paul nutzt grüne Pappe, um die Flügel für seinen Drachen zu bauen. Dann setzt er die Drachenmaske auf. Marie hat ein altes Bettlaken gefunden. Daraus kann man gut einen Umhang für das Hexenkostüm bauen. »Du brauchst noch einen Besen«, sagt Paul zu Marie. Marie nickt. »Und ich nehme noch diesen Hut mit.« Endlich sind die beiden Kostüme fertig. Nun machen sich Paul und Marie auf den Weg zum Karnevalsumzug. Wow, dort sind viele Leute. Es gibt ganz viele geschmückte Wagen, die Musik spielen. Von den Wagen werfen Leute Süßigkeiten zu den Zuschauern. Paul sammelt viele Bonbons ein. Zusammen mit den anderen Teilnehmern ziehen Marie und Paul durch die Stadt. Ein anderer Zuschauer lobt Marie für ihr tolles Kostüm. Sie freut sich und bedankt sich bei ihm. Auch andere Menschen haben sich verkleidet. Paul entdeckt einen Gorilla, einen Superhelden und eine Fee. Nach 2 Stunden ist der Umzug vorbei. Paul und Marie machen sich auf den Heimweg. Es war ein sehr schöner Tag. Beide haben viele Freunde getroffen. Nächstes Jahr wollen die beiden wieder teilnehmen, weil es so viel Spaß gemacht hat. Sie können es kaum erwarten. Ich fahre nach Holland. Marie möchte endlich mal wieder in den Urlaub fahren. Aber wohin? Es gibt so viele schöne Ziele. Sie könnte nach Italien fahren
oder nach Norwegen. Sie kann sich einfach nicht entscheiden. Vielleicht hat ihr Freund Kai eine Idee. Sie nimmt das Telefon und ruft ihn an. »Hallo Kai, ich will nächsten Monat in den Urlaub fahren, aber ich weiß einfach nicht wohin. Hast du einen Tipp?« Kai muss nicht lange überlegen. »Fahr nach Holland. Da war ich letztes Jahr. Es ist so schön dort. Holland ist immer eine Reise wert.« Marie ist überrascht. An Holland hatte sie noch gar nicht gedacht. Bis dorthin ist es nicht weit. »Gute Idee, Kai. Holland kenne ich noch nicht. Vielen Dank.« Ein paar Wochen später ist es endlich soweit. Maries Urlaub in Holland beginnt. Sie sucht sich ein kleines Hotel in Amsterdam aus. Hier gibt es sehr viel zu sehen. Sie besucht das Van Gogh Museum und das Anne-Frank-Haus. Danach leiht sie sich ein Fahrrad aus und fährt damit durch die Stadt. Holland ist wirklich schön. Es gibt hier riesige Felder mit Blumen und ganz viele Windmühlen. Fast alle Menschen fahren mit dem Fahrrad. Marie hat sehr viel Spaß. Nach einer Woche ist der Urlaub vorbei. Marie muss zurück nach Hause fahren. Aber sie wird wiederkommen. Holland hat ihr so gut gefallen. Nächstes Jahr möchte sie zusammen mit ihrer Freundin Lisa wiederkommen. Sie freut sich schon sehr darauf. Borussia Dortmund. Endlich ist Samstag. Julius hat sich die ganze Woche über auf diesen Tag gefreut. Heute geht er ins Fußballstadion. Dort spielt sein Lieblingsverein Borussia Dortmund. Er kann es kaum erwarten. Julius trägt sogar einen Schal mit dem Logo des Vereins. Er hat auch seinen Freund Jannik eingeladen. Jannik ist kein großer Fußballfan. Aber er hatte noch keine anderen Pläne und wollte seinem Freund eine Freude machen. Deswegen begleitet er ihn ins Stadion. Julius und Jannik fahren mit dem Auto dorthin. Während der Fahrt redet Julius die ganze Zeit über seinen Lieblingsverein. »Wusstest du, dass Borussia Dortmund im Jahr 1909 gegründet wurde? Sie haben schon 5-mal den DFB-Pokal gewonnen«, erzählt er. Jannik nickt interessiert. Leider gibt es Stau auf der Autobahn und die beiden Freunde müssen eine halbe Stunde warten. Aber zum Glück kommen sie noch rechtzeitig an. Das Stadion ist komplett gefüllt. Der heutige Gegner ist Bayern München, ein anderer Top-Verein. Der Gewinner spielt nächste Woche im Pokalfinale. Es ist also ein äußerst wichtiges Spiel. Mit einem lauten Pfiff startet die Partie. Julius jubelt seinem Verein lautstark zu. Beide Teams sind ungefähr gleich stark. Am Ende kann Dortmund das Spiel knapp mit 3:2 gewinnen. Das war wirklich ein spannendes Spiel. Auch Jannik hatte viel Spaß. Anschließend fahren die beiden wieder zurück nach Hause. In Zukunft wird Jannik Julius öfter zu Fußballspielen begleiten. Das war wirklich ein gelungener Samstag. Beide hatten sehr viel Spaß. Fahrschule. Tom ist genervt. Er möchte seine Freunde in seinem Heimatdorf besuchen, aber es fährt kein Bus dorthin. Leider hat Tom keinen Führerschein und kann deswegen nicht mit dem Auto fahren. Das möchte er ändern. Deshalb hat er sich in der Fahrschule angemeldet. Der Fahrlehrer heißt Markus. Er begrüßt Tom und zeigt ihm dann das Auto. Zuerst erklärt er ihm die Grundlagen. Dann darf Tom das erste Mal fahren. Es ist nicht leicht. Man muss auf viele Dinge achten. Aber Tom hat Talent.
Die erste Fahrt mit dem Fahrschulauto funktioniert sehr gut. »Das hast du gut gemacht. So wirst du schnell deinen Führerschein kriegen«, sagt Markus. Tom freut sich. Die Ausbildung dauert mehrere Wochen. Am Ende muss Tom eine Prüfung bestehen. Er ist sehr aufgeregt. Er konzentriert sich komplett auf das Fahren. Nach einer halben Stunde ist die Prüfung vorbei. Tom wartet auf die Bewertung des Prüfers. »Herzlichen Glückwunsch, Tom, du hast die Fahrprüfung bestanden«, sagt der Prüfer. Tom ist sehr glücklich. Auch sein Fahrlehrer Markus ist stolz auf ihn. Endlich kann Tom alleine mit dem Auto fahren. Er leiht sich das Auto seiner Eltern. Gleich am Wochenende möchte er seine Freunde in seinem Heimatdorf besuchen. Ein Führerschein ist wirklich sehr hilfreich. Wenn man die Möglichkeit zum Autofahren hat, dann ist man viel flexibler. Tom ist sehr froh, dass er es endlich geschafft hat. Er kann jetzt jederzeit überall hinfahren. Seine Freundin Lisa besucht auch die Fahrschule. Er gibt ihr Tipps, damit sie besser wird. Leon hat eine Affäre. Leon steht neben Valerie und umarmt sie. Valerie weint und auch Leon ist sehr traurig. Die beiden sind schon seit über 3 Jahren in einer Beziehung. Leon weiß alles über Valerie. Er kennt ihre Lieblingsspeisen, ihre Träume und dass sie ihre Hände nicht mag. »Sie sind so faltig«, sagt Valerie immer, »als wäre ich bereits 70 Jahre alt.« In solchen Momenten nimmt Leon ihre Hände und küsst sie. »Deine Hände sind perfekt, mach dir keine Sorgen. Wenn wir beide 70 Jahre alt sind, habe ich auch viele Falten«, antwortet er immer. Doch heute ist alles unsicher. Werden sie zusammen sein, bis sie 70 Jahre alt sind? Leon weiß es nicht. Die beiden sehen sich tief in die Augen und Valerie nimmt ein Taschentuch in die Hand. Leon weiß alles über Valerie, aber Valerie weiß nicht alles über Leon. Letzte Woche hatte er eine Affäre mit einer anderen Frau. »Warum hast du das getan?«, sagt Valerie und beginnt wieder zu weinen. Leon entschuldigt sich, doch es ist zu spät. Valerie steht auf und nimmt ihren Koffer aus dem Schrank. Sie legt ein paar Kleidungsstücke hinein. Leon geht zu ihr und nimmt ihren Arm. Valerie schubst Leon weg. Sie ist verletzt und traurig. Leon will, dass Valerie die Sache vergisst. Sie hat ihren Koffer fertig gepackt und zieht ihren Mantel an. Leon sieht, wie sie zur Haustür geht. Bevor sie die Tür öffnet, dreht sie sich zu Leon um. »Weißt du«, sagt sie, »ich liebe dich. Ich liebe dich immer noch, aber ich liebe mich selbst mehr. Ich vertraue dir nicht mehr. Du hast einen großen Fehler gemacht. Ich hoffe, du lernst daraus.« Leon versteht, dass diese Beziehung nun vorbei ist. Valerie ist weg und Leon erlaubt sich nun auch zu weinen. Andenken aus dem Urlaub. Lisa hebt eine Muschel vom Boden auf. »Igitt«, schreit Daniel und zieht die Augenbrauen zusammen. »Was ist denn?«, fragt Lisa verwirrt. Daniel nimmt die Muschel in die Hand und dreht sie um. »Da klebt eine kleine Schnecke darauf.« Er schaut sich die Muschel genauer an. »Außerdem ist sie dreckig«,
sagt er und gibt die Muschel zurück an Lisa. »Na und?« fragt Lisa stolz und geht zum Wasser. Im Meer reinigt sie die Muschel, bis kein Schmutz mehr darauf ist. Sie steckt den Gegenstand in ihren Rucksack. Dort befinden sich bereits eine Schnur, die Lisa am Boden gefunden hat, eine gelbe Blume und die Muschel. Daniel lacht Lisa aus. Er versteht nicht, warum sie diese Dinge mitnimmt. Ein paar Tage später sind sie wieder zu Hause. Der Urlaub war schön und alle hatten eine schöne Zeit. Lisa läuft in das Wohnzimmer, wo Oma und Opa vor dem Fernseher sitzen. Sie freuen sich sehr, dass die Kinder wieder zu Hause sind. Sofort erzählen die beiden von den lustigen Dingen, die sie im Urlaub erlebt haben. Die Großeltern hören gespannt zu. »Ach ja, und ich habe etwas für euch«, sagt Lisa aufgeregt und holt ihren Rucksack. Sie nimmt die gelbe Blume und gibt sie Oma. »Diese Blume habe ich auf einem großen Berg gefunden«, erzählt Lisa stolz. Oma bedankt sich und gibt Lisa einen Kuss auf die Stirn. Dann holt sie die Muschel aus dem Rucksack. »Die ist für dich, Opa. Ich habe sie am Strand gefunden«, sagt sie. Er freut sich sehr über das Geschenk. Lisa holt die Schnur aus dem Rucksack, hält sie hoch und sagt, »Und die ist für Schnuffel.« In diesem Moment kommt die Katze Schnuffel in das Zimmer und alle müssen lachen. »Was für ein schönes Andenken«, sagt Opa, und auch Daniel versteht jetzt, warum Lisa all diese Dinge mitgenommen hat. Reisen als Anhalter. Michi liebt das Abenteuer. Seitdem er 16 Jahre alt ist, reist er allein durch Europa und Asien. Er plant seine Reisen nie. Er hat schon viel erlebt, aber eine Sache hat er noch nie gemacht. Und die will er in diesem Urlaub ausprobieren. Er will als Anhalter, also als Autostopper reisen. Als erstes stellt sich Michi zur Auffahrt der Autobahn. Er will von seiner Heimatstadt Hamburg in den Süden. Er hat ein Schild in der Hand, auf dem »Ich will in den Süden« steht. Nicht mehr, nicht weniger. Michi ist es egal, wohin er reist. Er will nur etwas Neues erleben. Nach einer Stunde hält ein Mann. »Ich kann dich mit nach Hannover nehmen.« Michi schaut sich den Mann genau an. Er hat kein gutes Gefühl bei ihm, denn er riecht ein bisschen nach Alkohol. »Danke, ich möchte gern ein bisschen weiter«, erklärt er dem Fahrer. Er wünscht ihm viel Glück und fährt weg. Michi will nicht zu jedem ins Auto steigen, sondern nur bei Menschen, bei denen er sich wohlfühlt. 10 Minuten später hält ein zweites Auto. 3 junge Frauen sitzen drin. »Magst du mit nach Leipzig kommen?« fragen sie ihn. Bei ihnen fühlt er sich wohl und setzt sich in ihr Auto. Zusammen haben sie großen Spaß. Sie reden über Gott und die Welt. Am Ende schläft Michi bei ihnen auf der Couch in Leipzig. Er hat erste Freunde gefunden. Am nächsten Tag fährt er aber schon weiter. Auf diese Weise kommt Michi bis nach Ljubljana in Slowenien. Er lernt viele neue Leute kennen und sieht viele schöne Orte. Nach dem Urlaub ist er sich sicher, er will in Zukunft nur mehr als Anhalter reisen. Es vergehen Stunden, Tage und Nächte. Ich
starre aufs Telefon. Wann rufst du endlich an? Endlich ein Klingelton. Bist du dran? Ich höre nur einen Atem, doch ich spüre, das bist du. Kann es kaum erwarten, deine Stimme zu hören und du. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele. Sag, dass du am anderen Ende bist, ich mich nicht mehr länger quäle. Ich sende dir meine Gedanken, hast du mich nicht vermisst? Unser Streit war unnötig, den man besser schnell vergisst. Es waren nur Kleinigkeiten, heute sehe ich es ein. Doch du fehlst mir so und ich fühle mich so allein. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele. Sag, dass du am anderen Ende bist, ich mich nicht mehr länger quäle. Hallo, hallo, bist du noch dran? Sag doch ein Wort, ich glaub fest daran, dass es einen Weg gibt für uns zwei. Und unsere Liebe ist noch nicht vorbei. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele. Sag, dass du am anderen Ende bist, ich mich nicht mehr länger quäle. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele. Sag, dass du am anderen Ende bist und ich mich nicht mehr länger quäle, mich nicht mehr länger quäle. Hallo, hallo, bist du noch dran? Melde dich doch. Hallo, hallo, ruf doch noch mal an. Seniorenheim. Gustav wollte nie in ein Seniorenheim, aber nun muss er. Seine Kinder haben keine Zeit, um sich den ganzen Tag um ihn zu kümmern, und ein Pfleger zu Hause kostet zu viel. Er ist traurig. Gustav liebt seine Wohnung, in der er die letzten 40 Jahre gelebt hatte. Nun muss er sich verabschieden. Das Einzelzimmer im Seniorenheim ist eigentlich ganz hübsch und der Blumenstrauß von seinem Sohn ist groß. »Nächste Woche bringe ich dir dann Schokolade und Kreuzworträtsel mit«, sagt er, als er nach Hause geht. »Und ich komme dich morgen wieder besuchen.« Gustav schaut aus dem Fenster. Er hatte immer in einer Großstadt gelebt. Das Seniorenheim liegt am Stadtrand und der Garten ist riesig. Es gibt sogar einen Wald. Gustav liebt Bäume. Eine Pflegerin zeigt ihm das ganze Heim und erklärt ihm, was er den ganzen Tag machen kann. 2-mal in der Woche gibt es Yoga für Senioren und einen Bastelkurs. Zu Mittag sitzt er am Tisch mit 5 Frauen und Männern. Sie unterhalten sich und lachen zusammen. Die sind richtig cool und lustig. Am Nachmittag gibt es auch einen Tanzkurs. Gustav hat Tanzen immer gehasst, aber eigentlich macht das ja Spaß.
Am Abend fällt er müde in sein Bett. Vielleicht ist das Seniorenheim doch nicht so schlecht. Gaststätte. Rudolf ist der Besitzer einer kleinen Gaststätte in der Nähe eines Badesees. Bei ihm gibt es unter anderem Pizza, Nudeln oder auch Schnitzel mit Pommes. Heute ist Samstag, daher erwartet Rudolf heute besonders viele Gäste. Pünktlich zur Mittagszeit betritt eine Familie die Gaststätte. Leonie hilft Rudolf in der Gaststätte als Kellnerin. Sie nimmt die Bestellungen auf und bringt sie zu Rudolf. Er kümmert sich dann um die Zubereitung der Gerichte. Sobald das Essen fertig ist, wird es von Leonie zu den Gästen gebracht. Die Familie bestellt 3 Pizzen und einmal Nudeln mit Tomatensauce. Den Teig für die Pizza hat Rudolf schon vorbereitet. Er belegt die Pizza mit Schinken, Käse und Peperoni. Dann schiebt er sie in den Ofen. Das riecht schon richtig lecker. Nach einiger Zeit ist das Essen fertig. Rudolf übergibt die Pizzen an Leonie, die damit schnell zu den Gästen läuft. Die Pizza ist heute besonders gut geworden. Der Vater der Familie lobt Rudolf für seine Kochkünste. Er wird die Gaststätte seinen Freunden empfehlen. Als alle gegessen haben, bringt Leonie die Rechnung zum Tisch. Weil das Essen so lecker war, gibt es ein großzügiges Trinkgeld. Rudolf freut sich. Die Familie verabschiedet sich und verlässt die Gaststätte. Doch zum Ausruhen bleibt keine Zeit. Die nächsten Gäste haben bereits den Laden betreten. Leonie nimmt die Bestellungen auf und Rudolf geht zurück in die Küche. Es ist manchmal sehr anstrengend, eine Gaststätte zu besitzen, aber es macht auch viel Spaß. Job als Journalistin. Klaus hat nicht Journalismus studiert, aber er liebt das Schreiben. Er liebt aber auch Naturwissenschaften. Deshalb hat er Chemie studiert und ist seit 2 Jahren fertig. Seitdem versucht er im Wissenschaftsjournalismus zu arbeiten. Das ist die perfekte Kombination aus Naturwissenschaft und Schreiben. Als Journalist zu arbeiten, ist aber gar nicht so leicht. Klaus hat bis jetzt keinen festen Job bekommen. Ein halbes Jahr hat er gratis für ein Magazin gearbeitet. Erst danach ist er von anderen Zeitungen für seine Artikel bezahlt worden. Außerdem ist es oft anstrengend. Letzte Woche hat ihn eine Zeitung angerufen: Kannst du uns bis heute am Abend einen Artikel zum Thema nachhaltige Sonnencreme schreiben? Sofort hat sich Klaus an den Schreibtisch gesetzt. Er hat so lang in den Computer gestarrt, bis seine Augen viereckig waren. Erst um 11 Uhr in der Nacht hat er der Zeitung den Artikel geschickt, aber er hat ihnen gefallen. Es ist also ein wirklich anstrengender Job. Aber was soll Klaus machen? Er will einfach unbedingt Journalist sein. Auf diese Weise kann er Menschen dabei helfen, Naturwissenschaften besser zu verstehen. Dadurch verbreiten sich weniger Fake News. Das ist für Klaus sehr wichtig. Alle sind eingeladen. Emily geht zu den Kindern am Spielplatz. »Darf ich auch spielen?« fragt sie die Kinder und zeigt auf den Sandkasten. Darin sind viele bunte Spielzeuge.
Ein Junge schaut sie an und sagt: »Nein.« Er geht wieder zurück zu den anderen Kindern. Das macht Emily traurig. Sie will auch mit den Kindern spielen. Sie setzt sich auf die Schaukel und schaut zum Sandkasten. »Wieso sind sie so gemein?«, denkt sie. 2 Jungen und 2 Mädchen spielen mit einer Schaufel, einem Bagger und einem Eimer. Sie lachen und haben viel Spaß. Emilys Mama entdeckt das traurige Mädchen. »Was ist los?«, fragt sie. Enttäuscht erzählt Emily, dass sie nicht mitspielen darf. Mama hat eine Idee. »Dann spiel doch etwas Lustiges allein. Dann wollen die anderen auch mitspielen«, erklärt sie. »Du hast recht«, sagt Emily und überlegt. Was kann sie machen? Das kleine Mädchen nimmt eine Schaufel und macht ein kleines Loch in den Boden am Rande des Spielplatzes. Mit dem Wasserschlauch füllt sie das Loch. Sie hat einen kleinen Pool gemacht. Emily ist sehr stolz darauf. Sie setzt sich in den Pool und spielt mit einem Dinosaurier aus Plastik. Plötzlich kommt ein Mädchen vom Sandkasten zu ihr. »Darf ich auch rein?«, fragt sie. Emily lächelt. Ihr Plan funktioniert. »Klar«, sagt sie. Das Mädchen kommt auch in den Pool. Nach wenigen Momenten kommen auch das letzte Mädchen und ein Junge zu ihr. Beide setzen sich in den Pool. Nun ist nur noch ein Junge im Sandkasten. Es ist der Junge, der gemein zu Emily war. Er schaut zu den Kindern im kleinen Pool. Er geht zu ihnen und fragt leise: »Emily, darf ich auch in den Pool?« Emily überlegt. »Es ist kein Platz mehr im Pool«, sagt sie. Der traurige Junge dreht sich um und will wieder zum Sandkasten gehen. »Warte«, sagt Emily, »wir können den Pool größer machen. Es ist nämlich jeder eingeladen.« Stand-up-Paddeln. Ich habe das Stand-up-Paddeln auf den See gelegt, dann habe ich mich vorsichtig darauf gesetzt. Meine Freundin hat mir das Paddel in die Hand gegeben. Das Wasser war sehr kalt. Aber das war gut, weil es in der Sonne sehr heiß war. Wir waren auf der Alster in Hamburg. Das ist ein Fluss. Das Wasser ist sehr ruhig, deshalb kann man gut Stand-up paddeln. Ich war noch nie vorher hier, aber meine Freundin hat gesagt, dass es sehr schön ist. Hier war es schon sehr schön. Wir waren in einem Park, der Fluss war breit und es gab viele Bäume und Wiesen. Ich bin aufgestanden. Ich war erst zum 3. Mal Stand-up paddeln und hatte noch wenig Übung. Ich habe hin und her gewackelt und hatte Angst, ins Wasser zu fallen, aber nein, ich hatte Glück. Wir sind ein Stück gepaddelt. Bald waren wir nicht mehr im Park. Am Fluss gab es viele Häuser. Manche waren klein und hatten einen wilden Garten. Andere waren groß. Die meisten Häuser waren wunderschön und der Weg war sehr beeindruckend. Am Ende sind wir an einem Teich angekommen. Es war sehr heiß, deshalb sind wir ins Wasser gesprungen. Dann haben wir uns auf die Stand-up-Paddeln in die Sonne gelegt. Das war ein schöner Ausflug. Straßenbettler. Die Frau ist ungefähr 35 Jahre alt und ihre Kleidung ist kaputt. Ihr dicker Mantel hat Löcher und sie zittert, weil es so kalt ist. Vor dem Supermarkt
Sitzt sie auf einem Schlafsack und ihre Mütze liegt vor ihr auf dem Boden. Sie ist gefüllt mit Münzen. Was sie sich wohl damit kauft, fragt sich Emanuela, als sie den Supermarkt betritt. Sie hat nicht viel Zeit, denn sie muss schon in 20 Minuten bei einer Feier sein. Sie holt 6 Flaschen Bier. Außerdem nimmt sie noch 2 Packungen Chips. Dann hat sie eine Idee und schaut auf die Uhr. Emanuela hat noch genug Zeit für ihren Plan. Schnell packt sie noch die anderen Sachen in ihren Korb. Als sie aus dem Supermarkt geht, sieht sie die Straßenbettlerin. »Hast du Hunger?« fragt Emanuela die fremde Frau. Überrascht schaut sie von der Straße auf. Langsam nickt sie. Dann gibt Emanuela der Bettlerin eine Flasche Apfelsaft und 2 Brötchen mit Käse. Plötzlich beginnt die Fremde zu lachen. Fröhlich springt sie auf und ruft laut: »Ich habe Essen!« Dann legt sie ihre Hand auf meine Schulter. »Danke, danke, ich hatte solchen Hunger«, sagt sie mir, und ihre Augen sind voller Tränen. Auch Emanuela beginnt fast zu weinen. Sie freut sich, dass sie der Bettlerin helfen konnte. Frühaufsteher. Laras Wecker klingelt zum 10. Mal. Müde steht sie auf. Schon 10 Uhr? Oh Mann. Eigentlich wollte sie doch heute früh um 7 Uhr zum Gym gehen. Das kann sie jetzt vergessen. Genervt geht sie in die Küche. Ihr Mitbewohner Tim sitzt am Esstisch und trinkt einen Kaffee. »Morgen«, sagt er gut gelaunt. »Morgen«, murmelt Lara. »Was ist denn los?« fragt Tim. »Ich habe schon wieder verschlafen. Ich wollte eigentlich früh aufstehen, aber ich schaffe es einfach nicht«, erklärt Lara traurig. Tim nickt langsam. »Seit wann bist du denn wach?« fragt Lara ihn. »Seit 6 Uhr morgens.« Lara ist überrascht. »Ich wusste gar nicht, dass du ein Frühaufsteher bist«, sagt sie. Lara setzt sich auch an den Esstisch und schenkt sich eine Tasse Kaffee ein. »Wie schaffst du es, immer so früh aufzustehen?« fragt sie Tim. Ich mag die Ruhe am frühen Morgen sehr gerne. Natürlich muss man dafür früher schlafen gehen als du«, sagt Tim. Lara seufzt. »Aber ich bin nun mal eine Nachteule. Ich kann doch nicht früher schlafen gehen.« Tim meint: »Tja, alles kriegst du nicht.« Lara muss lachen. »Stimmt, aber ich wollte trotzdem versuchen, früher aufzustehen. Hast du Tipps?« fragt sie. Tim überlegt kurz. Dann sagt er: »Erstens schlage ich vor, 1 Stunde früher ins Bett zu gehen als normalerweise, und dann kannst du deinen Wecker 1 Stunde früher stellen. So kannst du dich langsam daran gewöhnen.« Lisa nickt. Das macht Sinn. Zweitens, lege deinen Wecker weit weg von deinem Bett. Dann musst du aufstehen, wenn er klingelt. So bist du sofort auf den Beinen. Und mein letzter Tipp ist, dass du eine Morgenroutine hast, auf die du dich freuen kannst. Kaffee trinken zum Beispiel. Tim trinkt einen kleinen Schluck von seinem Kaffee. Lisa lächelt. Danke, Tim. Das sind wirklich hilfreiche Tipps, die ich ausprobieren werde. Wer weiß, vielleicht bin ich in 2 Wochen ja auch eine Frühaufsteherin. Tim und Lisa lachen. Guten Tag, ich heiße Sandra Clement und bin 29 Jahre alt. Ich komme aus dem schönen Schwabenland. Bald werde ich 30 Jahre alt.
Dann sind die schönen 20er Jahre vorbei. Früher habe ich gedacht, dass ich mit 30 Jahren in einem Haus mit meinem Mann und meinen Kindern lebe. Das hat sich auf jeden Fall nicht erfüllt. Ich bin aber nicht unglücklich. Im Gegenteil. Genieße ich jeden Moment in der Freiheit. Dabei reise ich wirklich viel und bin jede Woche an einem anderen Ort. Von meinem Großvater habe ich nämlich ein kleines Wohnmobil geerbt, das ich seit 3 Jahren nutze. In ganz Europa bin ich unterwegs. Zurzeit lebe ich in Norwegen, aber bald werde ich wieder in Richtung Süden fahren. In Norwegen ist es nämlich echt teuer. Mein nächstes großes Ziel ist Kroatien. Da war ich früher schon einmal mit ein paar Freundinnen und es hat mir gut gefallen. Wie lange ich noch so weitermache? Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich so lange, bis es keinen Spaß mehr macht. Deutsch lernen durch Hören.